Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind gerade live im Stream und die Beta für den neuen Arena Manager ist gerade gestartet, öffentlich vor 5 Minuten. Wir sind jetzt drinne und gucken uns das Ganze zusammen das erste Mal an und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich habe bisher keinen Plan. Wir sind auf dem Beta-Server und werden uns das Ganze hier mal reinziehen. Wir haben hier schon, bevor es losgeht, verschiedene Presets, die wir uns auswählen können für den Arena Manager. Ja, this beta gives you the option to choose your preferred character preset. This will have an impact on the character you play as well as, as certain features you can test on the beta server. Okay. Choose Preset, Arena Manager Level 1, Level 50 und 100. Womit wollen wir als erstes reingehen? Mit Arena Manager Level 1. Ja, wir müssen uns ja erstmal einen Eindruck verschaffen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal im Early Game an, bevor wir mal ins Late Game reingehen. Peu à peu, Stück für Stück. Let's go. Okay. Holy shit. Ja, wir haben jetzt, also ihr könnt die Beta auch testen, spielen und ja, könnt das Ganze auch mal für euch dann auskundschaften. Wir haben viele Pilze. Hier ist der neue Arena Manager und hinter meiner Cam, ich schalte das mal ganz kurz weg, seht ihr hier das neue Symbol auch für den Arena Manager. Ja, hier ist jetzt so eine Frau. Ja, ich mache mich mal wieder rein. Guten Tag, hallo. Hallo. Alternativ könnt ihr auch auf das Gebäude klicken und dann gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. Okay. So. Also, das ist jetzt der neue Arena Manager. Skill Tree locked. Reach Arena Manager Level 2 to unlock the Skill Tree. Okay, dann, was haben wir noch? Wir haben hier oben Level 1, Bonusapplaus from Level 0%, Bonus Money from Level 0%. Okay. Was passiert? Okay, der ist hier so durchgelaufen einmal. Okay, das Gebäude ist hier einmal durchgelaufen. Buildings, Fighter, Daily Offers. What the fuck? Okay. Hier kriegen wir Zaster. Entrance, come in. The finest fight should be seen by many. Timer. Production 1. Breakpoint, Factor 100%. Production 0% Bonus, more. Okay, und das hier sind, also wir haben hier 2 Gebäude. Oder was ist das? Entrance, Entrance. Zweimal Entrance. Okay. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, hier können wir auch den Multiplier einstellen, dann gibt das mehr Kohle. Ja. Hier oben wird es abgezogen und hier kriegen wir mehr. So, hier unten sehen wir auch wieder eine Stufe steigen. Also dann haben wir wahrscheinlich dann den nächsten Breakpoint erreicht. Wir lassen das mal durchlaufen einmal. Zack, haben mehr Zaster. Okay. So, und können das jetzt weiter skillen hier. Hier können wir auch noch weiter binden. Oh, hier hat sich ein neuer Shop aufgemacht oder das neue Gebäude gezeigt hier. Das läuft jetzt auch durch. Okay, kann ich hier runter scrollen? Ne, ich kann nicht scrollen. Also das ist jetzt hier alles, was wir haben gerade an Gebäude und sowas. Okay. Dann gehen wir mal auf Fighter. Fighter Text. Gigantic Wild Warrior. Instead of death by Snoo, she beats her enemies to a pulp. To a pulp. Okay. Lassen wir mal durchlaufen und dann holen wir uns mal den Fighter. Also das ist auf jeden Fall komplett was Neues hier. Und ich bin auch gespannt, wann wir Arena Manager Level 2 bekommen, dann kriegen wir hier den Skill Tree. Ja, den hatten wir ja schon gesehen vorab. Also, das ist natürlich hier was komplett Neues auch für mich hier an der Stelle. Okay, wir haben jetzt 19 Kohle. Einer fehlt uns. Ja, moin. Einer fehlt uns, dass wir hier das Ganze einmal, ja, auch ausbauen können. Okay, dann warten wir noch kurz und dann haben wir Daily Offers. Okay, Production Boost, Popcorn Stand. Upgrade your buildings Popcorn Stand to Quality Level 2. Hero Options is always... Okay, New Surrey. Ja, das brauche ich jetzt noch nicht. Gleich wieder rein. Da wurden wir kurz ausgelockt hier.
Okay. Was war das? Okay, Boosts are permanent. Okay. Speed Boost. Das ist dann der Stand hier, den haben wir noch nicht. Und Speed Boost Dummy haben wir auch noch nicht. Aber wir können einmal Popcorn. 35 Pilze kostet das Ganze. Sold out. Come back tomorrow. Okay. Also hiernach können wir dann nichts mehr kaufen. Wir haben jetzt aber einen Speed Boost auf dem Popcorn-Stand bekommen. Ja, das sehen wir jetzt hier auch einmal. Und der ist jetzt auch so bläulich markiert. Ja. Aber wir können uns jetzt auch einen Fighter holen. Und das machen wir mal zuerst. Boom. Okay. Okay. Du hast genug Pilze mal rein da. Ja, aber das Ganze ist ja begrenzt, ne? Das sind die Daily Offers, kann man sich nur einmal pro Tag holen. Wir haben jetzt hier, mit den Pilzen kann ich glaube ich im Moment noch gar nicht so viel anfangen, weil wir uns erstmal hier Zaster verdienen müssen. Okay, der Fighter ist jetzt hier am Fighten und Shibizu Enemies Tour Pulp Production. Okay, das bringt Applaus anscheinend. Applaus. Gucken wir uns gleich mal an, wofür das gut ist. Aber wir bauen erstmal, weil wir hier den Speed Boost haben, vielleicht Popcorn erstmal aus. Okay, so sieht das auf Stufe 1 aus hier gerade. Ja, gehen wir mal hier rein. You have the chance to turn your own arena into the most spectacular hotspot for bloodthirsty spectators. Buy buildings, upgrades your fighters and earn thousands applause. As your arena manager level increases, you unlock valuable skills that makes your arena even more successful. Okay, also ähnlich wie der andere Arena Manager, der alte, nur halt eben mit mehr Variation anscheinend. By regularly resetting all your progress, you redeem the applause you have collected to increase your Arena Manager Levels. Ah, okay. Also den Applaus resettet man, um dein Level zu steigen. Through an Attraktion? Das heißt das Attraktion? Provided you reach the required applause threshold when resetting. The higher your level, your Arena Manager level, the more powerful the runes you find. Okay, das ist auch noch gleich. Resources. Money. Your buildings. Okay, Money kennen wir schon, das sollte gleich sein. Spectators, das ist neu. Spectators are attracted by buildings and are your most important source of applause. Sometimes they even provide extra money. Und dann haben wir hier Applaus. Also das sind jetzt hier die neuen Währungen sozusagen, die neuen Mechanics. Applaus ist produced by the interactions between your fighters, spectators and perks. Applaus is produced every 120 seconds and after your spectators have produced applause, they leave the arena. Okay? The more applause you accumulate, the faster you can ascend your Arena Manager Level. Okay. Ascension ist basically ein Reset, bei dem man aber Bonis bekommt. Ja, die dann dauerhaft zu bleiben, ne? Ich glaube, so ähnlich hatte ich das dann auch hier mitgekriegt. Once you have collected enough applause, you can reset all your progress from money, spectators, applause, buildings, fighters, perks. Okay. Perks sehen wir dann später auch noch. However, you will keep all your building boosts once you have reached a certain applause threshold. You will ascend, increase your Arena Manager level and earn skill points to upgrade your skill tree. Ja, da können wir jetzt momentan noch nicht viel machen. Ich glaube, da müssten wir vielleicht in eine nächste Stufe rein sozusagen. Ja. Das kommt aber nur bei neuen Servern, oder? Ich glaube überall, aber ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man schon den Arena Manager einmal komplett durchgespielt hat, ob man das hier wieder machen muss. Vielleicht hat da schon jemand im Chat eine Antwort drauf. Ja, das weiß ich ja. Ich glaube nicht, dass man das wieder machen muss. Okay, Buildings sehen wir hier einmal. Fighters sind neu. Your Arena thrives on the exciting battles you coordinate. Hier hat er gerade wieder Applaus gemacht. There are different fighters with unique tags. Okay.
Wenn man durch ist, ist man durch. Das wurde bereits bekannt gegeben. Okay, habe ich nicht mitgekriegt. Dann, wenn man durch ist, ist man anscheinend durch. Okay, und wenn man auf der Hälfte jetzt gerade ist, also wie wird das umgerechnet dann? Wenn man jetzt noch nicht komplett durch ist? Doing your run, you can receive up to 3 fighters with money in your skill tree. Okay, wir machen mal nebenbei ein paar Ausbauten. Okay, den kann man auch verbessern hier. Ja, wir können hier den Applaus einmal verbessern. Oder wir verbessern das Money. Ja, also wir brauchen auch Money, um auch den Applaus hier zu steigern. Okay, ich check das schon. Also, wir müssen hier das Money producen. Ja, um dann halt auch Money für zum Beispiel hier diese Fighter zu haben, die dann wiederum Applaus für uns dann produzieren, was wir wiederum brauchen, um halt eben die Arena zu resetten, den Arena-Manager zu resetten. Also hier, das ist eigentlich gleich geblieben. Zaster für Gebäude, so. Jetzt kommt aber halt was Neues mit den Fightern zum Beispiel mit dazu. Hier kriegen wir noch Perks anscheinend frei. Und hier brauchen wir auch Zaster für die Fighter, damit die Applaus unter anderem mit produzieren. Applaus Generation, Spectators, Applaus Value of Fighters. Average Applaus pro Stunde, Current Applaus. Okay. Ja. Und dabei können wir wieder das Ganze hier ausbauen. Entweder gibt es eine direkte Umrechnung von bisherigen Ausbauten oder man bekommt Pilze gut geschrieben, die Ausbauten entsprechen. Ja, ich glaube, das wird so umgerechnet irgendwie, je nachdem, wie weit man im Stand ist. Okay, ich würde sagen, Reach Arena Manager Level 2 to unlock the Skill Tree. Ich glaube, wir gucken gleich mal in die nächsthöhere Version rein. Resources. Achso, nee, das hatten wir schon hier. Buildings, Fighter, Perks. Once you have accumulated a certain amount of applause, you unlock one of 3 perk slots for your run. Das sind die hier im Hintergrund. You can then activate one of 3 random perks for the unlocked perk slot. The perk affects your fighters. Okay, also die Perks haben einen direkten Effekt auf die Fighter, depending on their tags and their applause production. This means you can have a maximum of 3 perks active per run. Your selected perks and unlocked perk slots will also be reset when you reset your progress. Okay. Daily Offers ist ja relativ easy, ist gleich. Timeskips haben wir hier, Speed Boost, Production Boost, bleibt gleich, Skill Tree ist neu, Runes sollte eigentlich auch so bleiben, denke ich mal. Moin, Jobja, ey, vielen herzlichen Dank für dein Sub. Wir sind gerade in der YouTube-Aufnahme, testen den neuen Arena Manager. Dankeschön für deinen Resub und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Danke. Hier ist ja alles gleich geblieben, ne? Wenn wir uns mal kurz überfliegen. Das sollte eigentlich alles gleich bleiben. Skill Tree ist neu. Once you reach Arena Manager Level 2, you unlock the Skill Trees. After that, as your Arena Manager level increase, you receive skill points that you can invest in the 3 Skill Trees. The Skill Tree, Money, Spectators, Applause, focus on different playstyles. Some skills can be upgraded multiple times, while some skills can only be unlocked once you have activated certain other skills with a skill point. Immediately after assassination, you can distribute the skill points you have received in your skill tree. You can also reset all 3 skill trees every 28 days for free. If you want to do this earlier, it will cost mushrooms, depending on the remaining time. Okay, alles klar. Also einmal pro Monat kann man auch die Skill Trees resetten, unabhängig von dem Fortschritt. Ja. Okay, aber es kommt auch erst nächstes Jahr raus, oder? Ich habe keine Ahnung, wann das rauskommt tatsächlich. Gut, wir haben jetzt hier einmal das auf Stufe 1 gesehen. Wir können uns auch die anderen Gebäude hier jetzt freikaufen. Das können wir ja mal machen, um mal zu gucken, wie das aussieht hier so. Ne? Haben wir mal so einen Thron. Dann haben wir so ein Bierfass hier. Ne? Und das ist dann auch visuell tatsächlich hier dann so abgebildet, das Ganze. Ja. Okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die nächste Stufe. Wir können uns ja in der Beta dann aussuchen, mit welchem Arena Manager wir starten wollen, weil viel mehr können wir jetzt hier gar nicht zeigen, gerade im Moment. Arena Manager 1 haben wir jetzt. Wir gehen mal jetzt auf die 50. Wir gehen mal alles durch. Ja, also nehmen mal an, wir sind jetzt hier im Midgame gerade vom Arena Manager und gucken uns das Midgame mal an. Und jetzt haben wir hier auch direkt die Skill Trees. Bis jetzt nichts verstanden, aber bin durch mit einem AM. Also so viel verändert hat sich gar nicht tatsächlich. Also wir haben jetzt hier 3 Skill Trees. Haben jetzt Arena Manager Level 50. Ja. Distribute your remaining skill points in the skill trees before starting the Arena Manager. Also zuerst können wir hier den Skill Tree ausbauen. Wir haben Skill Points distributed 0 von 49. Gucken wir mal, und das können wir jetzt hier einteilen. Next Level. Wir gucken mal, was es hier alles so gibt. Produce 10% more money. Dann haben wir Flying Start 0 von 5. Also man kann hier auch... okay, man kann das von 0 von 20 Mal. 0 von 20 Mal können wir das Ganze hier ausbauen. Dann hier, das können wir 5 Mal. Flying Start. Next Level. Start your run with starting buildings that have already completed their production cycles. Okay. Auch interessant. Profitable Door Opener. Entrance produces 5% more money faster. Okay. Ich check. Administrate Balancing Act. 0 von 5. If all buildings are at nearly the same level, max 10% Diversion produce 20% more money. Okay. Ja, das ist interessant. Also es macht auf jeden Fall das Ganze ein bisschen komplexer. Wie der Arena Manager in Zukunft hier ausgebaut wird, bringt ein bisschen mehr Strategie rein in das Ganze. Popcorn on Demand. Popcorn Stand produced 10% more per 5000 Spectators. Okay. Popcorn, das ist alles auf Popcorn ausgelegt hier. Also wir haben ja auch Wege, ne? Also wir können hier nur bestimmte Wege auch gehen. Ne? Also wenn wir jetzt hier runter gehen, wir können auch hier dann nur lang oder hier oder so, ne? Okay, hier haben wir nochmal mehr Money. Das ist der Beverage-Stand. Dann haben wir hier Building with the highest level, Production, more money. Dann was haben wir hier? Boozy, Head Start. Start your run with the building, Beverage-Stand at Level 1. Okay. Noch mehr Money. Also der Weg ganz runter ist hier. Oh, hier können wir auch scrollen. Okay. Entrance produces 10% more money. Dann Popcorn-Stand. If the next levels are not divisible by 5, produces 20% more money. Noch mehr produced 10% more money. Und next level need 1% less applause to increase your Arena Manager level. Okay, das ist dann der Endskill hier unten. 0 von 10 auch. Okay, dann haben wir einmal die Moneys, ja. Spectators haben wir hier auch. Produce 10% more spectators. Entrance produces 5% spectators faster. VIP seat produces 5% faster. Training Dummy produces 5% more spectators. Training Dummy 5% mehr. If all buildings are at nearly the same level, produce 20% more spectators. VIP seat. Okay. Entrance produce 5% more spectators. Okay. Und das ist hier der Ulti-Skill hier sozusagen. Crowd Puller. Produce 10% more spectators. Okay. Next level, if the buildings level are divided by 5%, 20% more spectators. Was ja wiederum wichtig ist für die Fighter dann, ne? Für den Applaus, der war richtig, glaube ich, für Fighter-Ausbau oder so, ne? Wir gucken gleich nochmal. Dann haben wir hier Applaus einmal. Fighter 1 produce 2% more Applaus. Unlock another Fighter. Okay. Boosts are 10% more likely to be found in daily offers. Per difference of the building's entrance to the first fighter, the fighter's applause increase 10% more. Wir gehen mal wir skillen mal runter. Wir gehen mal hier einmal durch. Wir testen das mal. Unlock another fighter. So, das machen wir jetzt mal direkt, weil den will ich sehen. Next level, Fighter 2% more applause. Ich glaube, wir können direkt auf 100 skippen. Auf Arena Manager Level 100, um hier einmal alles
durchzutesten. 5% chance to find a 8-hour time skip offer in, okay, daily offers that cost 1% of the applause required of the next, okay, krass. 10% less applause needed. Hier das gleiche. Increase the chance of a 7-day time skip in daily offers by 5%. Okay, third stage Hawk. Fighter 3 produce 2% more applause. Reduces this chance of a 1-day time skip. Hallo. Okay, wir machen aber gleich mal hier volle Pulle. Wir gehen gleich mal in das Level 100 rein. So. Choose Preset. Und dann haben wir hier die maximalen Skillpunkte auch am Start. Jetzt haben wir hier 99 Skillpoints. Und können hier dann alles auswählen, so wie wir es wollen. Also, wir gehen mal hier so durch. Unlock Fighter. Unlock Another Fighter. Und jetzt können wir hier eigentlich alle Skillpoints hier so weit reinskillen, oder? Kommen wir hier komplett durch? Also man sieht hier, man kann das hier alles nacheinander freischalten, so. Ne? Je nachdem, welche Route man nimmt halt. Und dann kann man gucken. Man muss natürlich jetzt schauen, okay, was sind jetzt die besten Strats und so, ne? Das haben wir jetzt natürlich alles noch nicht erforscht, aber das können wir dann im Nachhinein, denke ich mal, ein bisschen brainstormen, weil das natürlich jetzt relativ viel. Also wir können auf jeden Fall alles erstmal einmal freischalten, so. Was jetzt halt das Ding ist, wir können halt jetzt gucken, wo gehen wir jetzt halt rein, ne? Das ist halt jetzt so das Ding. Wo geht man rein? Was schaltet man jetzt am besten frei? Ne? Das ist jetzt halt so die Frage. Ich gehe mal hier random einfach so ein bisschen rein, damit wir mal überall so ein bisschen die Basics haben, sage ich mal so, ne? Okay. Apply. So. Also jetzt haben wir hier den gemaxten Arena Manager. Jetzt gehen wir mal auf 100 erstmal. Bauen alles mal hier 100 mal aus. So, bauen jetzt hier den Stand für Stand hier mal hin. So, den noch. Zack. Okay, und dann haben wir jetzt hier soweit alles einmal so ein bisschen ausgebaut. Jetzt gehen wir mal zu den Fightern. Okay. Wir können ja auch es gibt ja noch verschiedene Fighter. Jo. Okay, crazy. Die wir auf Level 1 hatten, die ist jetzt zum Beispiel gar nicht mehr da. Das heißt, hier gibt es noch... Holy shit, okay. Hier gibt es noch verschiedene Fighter. Perk slot will be unlocked when you have collected enough applause. Okay, das heißt, wir müssen erstmal den Applaus produzieren hier. 7-Day Timeskip haben wir hier einmal. Ich glaube, den werden wir uns gleich mal genehmigen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was wir an Applaus gleich kriegen. Wir maxen mal alles einmal hier. Ich weiß nicht, wie smart das jetzt natürlich ist. So. Und dann sollten wir gleich hier einen schönen gemaxten Applaus kriegen. Machen wir mal einen Timeskip für 7 Tage. Let's go. Boom. Okay. Jetzt haben wir natürlich viel Applaus. So, und jetzt kriegen wir hier die Perks geunlockt. Ja, das ist jetzt das nächste. Your stage beating spectacular thrilled the spectator and earned you applause. This has unlocked a perk for your fighters. Choose the perk you want to activate for your current run. Loose Cannon. All fighters with the stage unpredictable produce 400% more applause. Influence one of the fighters. Was haben wir hier? Okay. All fighters with tags tiny produce 400% more applause. All fighters with the tag monster glutinous produce 200% more applause. Also die Fighter haben verschiedene Tags, worauf verschiedene Perks halt sich drauf auswirken. Okay, krass. Hier haben wir zum Beispiel Mage, Mysterious Tiny, Cute, Tiny Mage und Scout, Glutinous, Unpredictable. So, wir haben jetzt Monster und Glutinous hier einmal. Hier haben wir Tiny und hier Unpredictable. Was macht am meisten Sinn?
Wir haben Monster, Glutinous, wie oft haben wir Monster? Hier ist es nicht. Mage. Da haben wir gar nichts. Also das können wir nicht richtig, also ja, hier haben wir nur einmal 200%, deswegen würde ich sagen, gehen wir auf einmal 400% dann. Ja, Tiny haben wir hier einmal, also hier haben wir es zweimal, aber wir können es halt nur auf einen Helden anwenden. Ich dachte, wir hätten vielleicht hier, keine Ahnung, sind alle 3 oder sowas, vielleicht mit Monstern, ne, dann hätten wir 600% insgesamt. Aber so können wir jetzt hier aussuchen, entweder ihn hier, ne, mit Unpredictable oder ihn und ihn mit Tiny. Geben wir ihn jetzt mal, oder nee, ich kann mir die nicht aussuchen. Ah, nee, das ist ein Perk. Okay, das hat auf 2 Einfluss, sehe ich gerade. Okay, dann haben wir jetzt anstatt 400 auf 1, haben wir jetzt hier, die sind auf 2. Das heißt, wir haben 800% mehr Applaus jetzt dadurch. Und hier haben wir jetzt nur einmal 400%. Okay, das verstehe ich. Ja, und hier hätten wir jetzt nur einmal 200%. Ja, das heißt, wir nehmen auf jeden Fall das hier. Select. Okay. Dann als nächstes haben wir zweites Perk. Wildcard, All Fighters with the Mysterious produce 400%. Haben wir ein. Was ist das? All Fighters with the Text Monster. Okay, das hatten wir gerade. Und was ist das hier? Undercover Savior. All Fighters with the Tag Heroic Mysterious produce 200%. Okay. Also hier haben wir jetzt überall nur einmal. Aber hier ist nur einmal 200. Deswegen, hier ist einmal 200. Deswegen würde ich Mysterious nehmen. Einmal 400. Let's go. Nehmen wir das. Okay, und jetzt das letzte Perk. Chaotic Color Casting. All Fighters with the Tag Unpredictable Colorful produce 200% Applaus. Haben wir wieder nur einen. Dann Cute, also man kann sich hier auch anscheinend so die Fighter so zurechtlegen, dass man hier das Beste aus den Perks herausholt und am besten auf alle 3 die maximalen Perks halt mitnehmen kann, sodass man eine krasse Team-Comp anscheinend hat. All Fighters with the Tag Cute, Gigantic, okay, 200, und was haben wir hier? All Fighters with the Tag Cute, Wild and Glutinous. Okay, hier haben wir viele Tags, aber der gibt nur 100% Applaus. Also hier haben wir 2 Stück, das heißt 200% Applaus. Hier haben wir einen mit 200 und hier haben wir einen mit 200. Das heißt, ist egal. Nehmen wir mal das. Okay. Ist das ein Dungeon Crawler? I don't know. Okay, dann haben wir jetzt die Perks auch am Start. Ja, Schwipschwap, grüß dich. Moin, moin. Die Perks sind am Start. Wir haben jetzt die Ausbauten. Es wurden deutlich die Gebäude gesenkt. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude. Dafür haben wir 3 Fighters, 3 Perks. Und das ist jetzt quasi die Comp. Ja, wir können jetzt auch resetten, wenn wir wollen. Und irgendwo konnte man auch den Skilltree resetten. Entweder einmal pro Tag kostenlos oder halt für Kohle. Also für... Oh, okay, das ist ja auch interessant. Hier haben wir Daumen nach unten. Condition not met. Also wenn hier... Also man kann sich auch richtig verskillen anscheinend, ja. Hier, wir sehen hier Skills, die jetzt quasi nicht benötigt werden. Das heißt, man kann sich im Skilltree auch verskillen sozusagen, dass man die nicht braucht. Für seine aktuelle Comp anscheinend. Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ey, ich resette mal einmal zum Testen. You have ascended 2 levels, new level 102. Bonusapplaus, Bonus Money, you receive 2 Skill Points. Ah, okay. Das heißt, wir können entweder direkt so weitermachen, apply, oder komplett resetten. Ja. Only 20, okay, also alle 28 Tage kann man einmal umsonst resetten oder Reset für 100 Pilze. Ja, instant. So, man kann jetzt halt aber auch applyen und dann hätten wir jetzt 2 Skillpunkte mehr in den Skilltree getan und dann läuft hier jetzt der Arena Manager einfach wieder von vorne los. Ja, und man kann hier jetzt dann sich hier die neuen Dinger ziehen hier. Aber der Daily Offer ist weiterhin weg.
So, das heißt, wir müssen erst wieder Applaus generieren, um halt eben auch uns die Perks zu holen. Interessant. Sehr, sehr, sehr kompliziert. Also, ja. Also es wird, denke ich mal, viele Strategien geben. Sieht nervig aus. Es sieht jetzt erstmal nach einem bisschen sehr, sehr viel. Es ist deutlich komplexer geworden als der letzte Arena Manager. Man hat deutlich mehr zu tun und muss überlegen, was man macht. Da die besten Strategien so zu finden, wird, denke ich mal, erstmal wieder ein bisschen brauchen. Schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie findet ihr den neuen Arena Manager? Lasst es mich sehr gerne mal wissen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch hier auf YouTube einen kleinen ersten Einblick verschaffen konnte über den neuen Arena Manager. Und ja, falls ihr den schon durch habt, keine Sorge, müsst ihr hier anscheinend nichts mehr großartig Neues machen. Ne? Von daher war es das soweit. Für mich ein Feature, was jetzt eher an mir vorbeigehen wird, weil ich das schon überall fertig habe. Ich überlege, ob ich das mal irgendwo auf einen Char vielleicht so, ja, vielleicht beim neuen Serverstart oder sowas dann mal mitnehme, dann das erste Mal. Aber so ist es erstmal für mich jetzt weiterhin, ja, etwas, was ich jetzt halt nicht mehr für mich benötige. Ne? Genau, schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommis. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.